Hi, ich bin Marco von iDoc. Wenn dir dein iPhone runtergefallen und das Display gesprungen ist, zeigen wir dir in diesem Video, wie du es ganz einfach selbst reparieren kannst. Die Reparatur ist schwierig, da einige Teile verklebt sind und du viele verschiedene Schrauben lösen musst. Du solltest etwa 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir hierfür: einen Y-Type-Schraubendreher, einen Pentalobe-Schraubendreher, ein Hartplastikplektrum, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, ein Plastikspatscher und einen Saugnapf. Außerdem benötigst du einen Heißluftföhn oder alternativ einen Haartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite idoc.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge parat legen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer am iPhone hast. Zu Beginn der Reparatur solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte dazu die Standby und eine der Lautstärketasten gedrückt und bestätige dann das Ausschalten. Um das Display entfernen zu können, musst du zuerst die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts neben dem Lightning-Anschluss entfernen. Dazu benötigst du einen Pentalobe PL1 Schraubendreher. Das Display ist stark verklebt. Um den Displaykleber leichter lösen zu können, kannst du ihn erwärmen. Benutze dafür am besten einen Heißluftföhn oder einen Haartrockner. Erhitze den Rand des Displays auf ca. 60 Grad. Durch das Erwärmen gibt der Kleber etwas nach und du kannst das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn ganz unten auf das Display. Ziehe nun am Saugnapf und schiebe dabei ein flaches, stabiles Werkzeug, wie zum Beispiel ein iFlex oder ein Plektrum, in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Sobald sich das Display etwas anhebt, kannst du ein Plektrum zwischen Glas und Backcoverrand platzieren. Achte darauf, dass du nur Werkzeug verwendest, das den Rahmen des iPhones nicht zerkratzt. Jetzt kannst du mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herumfahren. Damit löst sich der Displaykleber nach und nach. Passe dabei auf, dass du das Plektrum beim Lösen des Displays nicht zu weit ins Gerät reinsteckst. Du könntest sonst die Displayanschlusskabel beschädigen. Ist das Display deines iPhones stark gesplittert, empfiehlt es sich, mit Klebeband zu arbeiten. Nimm dir einen Streifen Klebeband und klebe ihn direkt aufs gesplitterte Display. Auf dem Klebeband hält der Saugnapf wieder. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du nun das Display aufklappen. Platziere dir einen stabilen Gegenstand neben dem iPhone, um das Display daran anlehnen zu können. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Klappe das Display nicht zu weit auf, da sonst die Kabel überdehnt oder beschädigt werden könnten. Trenne als erstes den Akkukonnektor, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Der Konnektor befindet sich wie die anderen Anschlüsse am Logic Board unter einem Abdeckblech. Löse die unterschiedlich langen Y-Type-Schrauben am Abdeckblech, um es entfernen zu können. Benutze dazu unbedingt einen passenden Y-Type-Schraubendreher. Die Schrauben wurden bisher fälschlicherweise auch Tree-Point oder Tree-Wing genannt. Die Tree-Point-Schraubendreher passen aber nur ungenau und können die Schraubenköpfe dauerhaft beschädigen. Nimm jetzt das Blech ab und sortiere alle Teile zusammen auf ein Feld deiner Magnetmatte. Heble jetzt mit einem Plastikspatscher vorsichtig den Akkukonnektor ab und biege ihn leicht zur Seite. Die Displayeinheit ist mit 3 Konnektoren angeschlossen. Trenne mit dem Spatscher nacheinander die 3 Konnektoren. Einer der Konnektoren liegt etwas tiefer. Heble da besonders vorsichtig, um die Kontakte am Logic Board nicht zu beschädigen. Sind alle Konnektoren gelöst, kannst du das Display entfernen. Von der Displayeinheit musst du in der Regel die Hörmuschel gemeinsam mit dem Flexkabel übernehmen. Löse dazu die 3 Y-Type-Schrauben an der Hörmuschel. Die mittlere der 3 Schrauben fixiert eine kleine goldene Halterung. Greif diese Halterung mit einer Pinzette, damit sie nicht verloren geht. Jetzt kannst du die leicht verklebte Hörmuschel zur Seite klappen. Achte auf das dünne, empfindliche Flexkabel, mit der die Hörmuschel und die Sensoren verbunden sind. Unter der Hörmuschel ist zum Beispiel der Annäherungssensor, der dein Display abschaltet, wenn du es ans Ohr hältst. Das Flexkabel ist leicht verklebt. Nimm einen Heißluftföhn oder einen gewöhnlichen Haartrockner, um den Kleber weich zu machen. Schiebe ein flaches, stabiles Werkzeug wie ein Spatel oder eine Pinzette vorsichtig unter das Flexkabel. Heble dann die verschiedenen Sensoren aus ihren Öffnungen. Sei sehr vorsichtig, das Flexkabel geht leicht kaputt.
Wenn wirklich alle Teile gelöst sind, kannst du das Flexkabel entfernen. Nicht alle erhältlichen Displays sind gleich. Überprüfe dein Ersatzteil und vergleiche es mit deinem alten. Eventuell musst du vor dem Einbau einige leicht verklebte Teile aus dem alten Display übernehmen. Zum Beispiel die Plastikhalterung für die Frontkamera oder die Sensoren. Ist auf deinem Ersatzteil eine Schutzfolie auf der Rückseite, ziehe sie jetzt ab. Leg dir das Flexkabel der Hörmuschel mit den Sensoren zurecht. Führe die Sensoren in ihre Öffnungen am Display. Achte dabei darauf, dass die Plastikhalterungen im Display sind. Je nach Modell sind sie schon im neuen Display oder du musst sie aus dem alten Display übernehmen. Drücke die Sensoren leicht an, damit sie richtig sitzen. Klappe dann die Hörmuschel um und platziere sie richtig über dem Schraubengewinde. Schraube die Hörmuschel wieder fest. Vergiss nicht bei der mittleren Schraube die goldene Halterung mit zu verschrauben. Achte auf die Ausrichtung der Halterung. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber richtig befestigt werden kann. Beachte aber, dass das iPhone nicht 100% gegen Wasser geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken und an der Aussparung für die Kamera erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere den Rahmen zuerst auf einer Seite glatt auf dem Gerät und drücke ihn leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Achte darauf, dass der Kleber überall innen auf dem Rahmen sitzt. Nimm dir einen Spatscher zur Hilfe, um den Kleberahmen fest anzudrücken. Jetzt kannst du auch die zweite große Trägerfolie entfernen. Die letzte schmale Folie kannst du jetzt entfernen oder erst nachdem du das Display angeschlossen und getestet hast. Damit verhinderst du, dass sich das Display unabsichtlich schon verklebt. Setze die Displayeinheit am Rahmen an und lehne sie gegen einen stabilen Gegenstand, damit die empfindlichen Flexkabel nicht zu weit gedehnt werden. Achte darauf, dass dir dein Gerät nicht wegrutscht. Schließe die 3 Display-Konnektoren an. Achte darauf, dass die Konnektoren richtig sitzen. Rutsche mit ihnen nicht über die Steckplätze am Logic Board, um die Kontakte nicht zu beschädigen. Nimm dir eine Pinzette zur Hilfe, um den Konnektor der Hörmuschel über dem Steckplatz auf dem Logic Board zu positionieren. Drücke den Konnektor vorsichtig auf seinem Steckplatz fest. Jetzt kannst du den Konnektor des Akkus anschließen. Setze dann das Abdeckblech auf und verschraube es mit den Y-Type-Schrauben. Wenn du sicher gehen willst, dass mit deinem Display alles in Ordnung ist und beispielsweise Hörmuscheln und Annäherungssensor richtig funktionieren, kannst du jetzt einen kurzen Test machen. Klappe dazu das Display vorsichtig um, aber drücke es noch nicht fest in den Rahmen. Starte jetzt das Gerät, indem du lange auf den Standby-Button drückst. Teste die Helligkeit deines Displays über das Kontrollzentrum. Ob der Touch an allen Stellen richtig funktioniert, kannst du testen, indem du eine App nimmst und am Rand und an allen Seiten über das Display ziehst. Die Hörmuschel testest du ganz einfach mit der Sprachmemo-App. Mache eine kurze Sprachaufnahme und spiele sie ab. Dabei sollte sich das Display auch abdunkeln, wenn du die Sensoren verdeckst. Ist alles in Ordnung, kannst du mit dem Verschließen des Gerätes fortfahren. Funktioniert der Touch oder die Hörmuschel nicht richtig, kann es daran liegen, dass die Konnektoren nicht richtig sitzen oder Flexkabel beschädigt sind. Nehme jetzt das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, damit es bündig auf dem Rahmen sitzt. Drücke das Display fest an, damit sich der Kleber richtig verbindet. Zu guter Letzt kannst du die Pentalobe-Schrauben an der Unterseite deines iPhones befestigen. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.